Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einem frisch gepressten Thema. Und zwar frisch gepresste Themen sogar, es sind sogar mehr als eins. Heißt also, wir haben Emirates, die verbieten Meilentickets für Kinder. Ja, lustig, oder? Dann geht es weiter mit Lufthansa-Piloten, fordern bessere Altersvorsorge, möglicher Streik im September. Portugal setzt Milliardenbewertung für TAP an. Lufthansa ist ein möglicher Käufer. Hyatt hat wieder 500 Bonuspunkte pro Nacht in neuen Hotels. Ende 2025 ist mir aufgefallen, übrigens, als ich in Tallinn im Hyatt Place übernachtet habe, gab es Bonuspunkte. Haben auch doppelte Hotelpunkte für Hotelaufenthalte in Europa, Afrika und Nahost. Diesen neuen Bonus gibt es übrigens auch für Hotels in Deutschland. Da gibt es neue Hotels, Me and All. Und wir haben Best Western, die haben vierfache Miles and More Meilen für zentraleuropäische Aufenthalte. Also das heißt für den einen oder anderen hier ein Travel Hacking möglich. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich ganz, ganz wichtig, kommentiert oder schreibt auf School. Ja, das erste Thema, das ist Emirates Airlines. Die haben Skywards Programmbedingungen geändert. Und zwar ist es so, diese Regelung gilt für alle, für das SkySurfer-Programm, welches sich an Kinder von 2 bis 17 Jahren richtet. Und da ist es so, dass Kinder unter 8 Jahren nicht mehr in der First Class reisen dürfen. Und das Wording ist wie folgt. Ich lese vor. Passengers aged 8 years old and below are ineligible for First Class Emirates Classic Rewards and Upgrade Rewards. Also, das heißt, die Regelung betrifft nur Premium-Tickets und Upgrades, nicht aber Bezahltickets. Also Geld wollen sie dann doch noch haben, aber Meilen dürfen nicht fliegen. Und es ist halt so, dass einige haben darüber geschrieben, dass das generell nicht erlaubt sei oder so. Aber das ist falsch. Geld nimmt man, Meilen halt nicht. Emirates will halt bewusst die Zahl junger Kinder in exklusiven First Class reduzieren, ohne sich mit den Familien in dem Golf, die halt auch viele Kinder haben, anzulegen. Auch Upgrades von Business auf First mit Meilen sind erst ab 9 Jahren möglich. Emirates hat den Zugang zur First Class ohnehin bereits stark auf Statusmitglieder beschränkt. Heißt also, dass man die First Class hier weiter exklusiv halten möchte, einen ruhigen Raum und exklusiven Raum vor allem zu haben. Aber ist das auf die Kosten der Familienfreundlichkeit? Heißt also hier nochmal die Fragestellung, die sich da natürlich dann gibt. Und zwar, wenn man dort schaut, dann ist es halt wirklich so, ist das etwas, wo man sagt, ja, das ist da therapeutisch in Ordnung oder halt nicht. Da solltet ihr mal kurz eure Meinung zu sagen, was ihr dazu denkt, ob das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung ist oder nicht. Und die genaue Frage, die wir haben dazu, findet ihr es gerechtfertigt, dass Emirates kleine Kinder von der First Class ausschließt, zumindest bei Familienbuchungen, oder ist das familienunfreundlich? Das zweite Thema ist für alle unfreundlich, wenn es zum Streik kommt. Die Lufthansa-Piloten fordern bessere Altersvorsorge. Und da ist es so, dass die Vereinigung Cockpit die Verhandlungen mit Lufthansa für gescheitert erklärt hat. Streitpunkt ist die betriebliche Altersvorsorge, die BAV. Und 4.800 Piloten sind davon quasi betroffen. Der Ausgangspunkt ist, 2017 wurde das System von einer garantierten Auszahlung auf eine garantierte Einzahlung umgestellt. Das Zinsrisiko liegt seitdem her bei den Piloten. Die tatsächliche Rendite liegt nur bei 1,2%, deutlich unter den Erwartungen. Und es ist halt so, dass die Vereinigung Cockpit nun zusätzlich fordert nun, ob es zusätzlich, weiß ich nicht, Vierfachgewichtung der Bemessungsgrundlage inklusive Zulagen, Beispielrechnung bei 10.000 Euro Grundgehalt und 3.000 Euro Zulagen, zahlt der Arbeitgeber rund 820 Euro ein. VC fordert, dass ca. 1.800 Euro mehr pro Monat gezahlt werden. Sonderzahlung Ende 2025, ein Monatsgehalt, 1.000 Euro Bonus jährlich für Vereinigung Cockpit-Mitglieder. Da gibt es auch ein Zitat vom Vereinigung Cockpit-Präsident Andreas Pinheiro. Es läuft immer noch demselben Muster. Der Arbeitgeber blockiert, mauert, lehnt alles ab, geht aber keinen Kompromiss an, beklagt sich anschließend, wenn wir den Verhandlungstisch verlassen. Und das ist natürlich das Thema. Am 12. September soll es eine Urabstimmung geben. Und Urabstimmung heißt ja wie immer, wird vielleicht gestreikt. Und das wird bis Ende September erwartet, das Ergebnis. Und bis dahin sind keine Streiks geplant, logischerweise. Aber Lufthansa sagt halt, dass sie auf eine Verhandlungslösung setzen. Da seid ihr jetzt gefragt, was ihr davon haltet. Denn die Frage ist halt wirklich, sollte Lufthansa sich für den Piloten erpressen lassen? Ist das eine Erpressung oder ist das eine berechtigte Forderung aus eurer Sicht?
Und wenn wir schon bei berechtigten Forderungen sind, dann müssen wir uns auch die Forderungen angucken, die TAP aufgestellt hat, Milliarden, die sind irgendwie so im ITER-Bereich gelandet. Fragt man sich irgendwie, ist das gerechtfertigt? Die Regierung in Lissabon hat die Privatisierung von der TAP Air Portugal wieder aufgenommen. Geplante Struktur ist 44,9% der Anteile sollen für 817,7 Millionen US-Dollar an private Investoren verkauft werden. Weitere 5% sind für Mitarbeiter da quasi reserviert. Maximal können also 49,9% privatisiert werden. TAP hat natürlich eine strategische Rolle mit Lissabon als Drehkreuz für Südamerika, aber auch für Afrika. Die Bedingungen für den Käufer, die sind auch nicht uninteressant. Der Hub in Lissabon muss langfristig gesichert bleiben und werden. Jetzt fragt ihr, wer interessiert sich für die Bude? Lufthansa logischerweise hat natürlich, weil TAP ein Star Alliance-Mitglied ist, gesagt, hurra, wir wollen. Air France KLM natürlich auch, die bieten ja auch bei allem, was nicht bei Traumbaum ist. Lufthansa war ja bereits 2020 kurz vor der Einigung, bevor die Covid-Krise alles stoppte. Und die Frage ist halt wirklich, inwieweit diese Bewertung angemessen ist. Einmal natürlich, weil das so eine ITA-Geschichte ist, also es ist ähnlich wie ITA, aber es gibt auch keinen langfristigen Plan, dass man dort der Hausherr wird. Das heißt also, die 49,9% sind im Moment das Ende der Fahnenstange. Und der Staat kann im Prinzip eigentlich alles blockieren, weil sie halt mit 50,1% die Mehrheit stellen. Also hier für euch nochmal die Frage, die ihr beantworten könnt. Sollte Lufthansa wirklich in TAP investieren oder ist das Risiko durch diese staatliche Vorgaben in Portugal einfach zu hoch? Da bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ja, ein Hinweis nochmal bei dem Thema jetzt, was kommt bei dem vierten Thema, das sind die Hyatt 500 Bonuspunkte für neue Hotels bis Ende 2025. Ich selber habe ja in Tallinn im Hyatt Platz letztens übernachtet, also letztens, es war am 1. August war das, also schon so lange her. Da gab es aber 500 Bonuspunkte pro Nacht für die neuen Hotels weltweit. Jetzt gültig bis 31. Dezember 2025 ist diese Aktion. 42 Hotels nehmen teil. Deshalb muss ich euch sagen, welche Hotels da interessant sind. Einmal natürlich das Me in All Hotel Berlin Eastside. Werde ich wahrscheinlich ausprobieren beim nächsten Event in Berlin. Hyatt Regency Times Square. Diverse Bankhaus-Hotels in Texas. Also das heißt, Bankhaus ist eine neue Serie, oder eine neue Serie sage ich schon. Ja, ist eine Serie, aber es ist eine neue Kette. Bankhaus, B-U-N-K und dann Haus wie Haus. Asienpark halt Kuala Lumpur und aber auch haben die nicht ein Grand neu aufgemacht, also das müsste auch gehen. Dann haben sie Mumien-Hotels in China, Lateinamerika, Karibik, Secret Resorts in Aruba, Punta Cana, La Romana. Und natürlich müssen diese Buchungen innerhalb dieses Angebotszeitraums bis zum 31.12.2025 erfolgen und abgewohnt werden. Und ihr könnt natürlich auch mal gucken auf der Hyatt-Webseite, welche Hotels dazu zählen. Wer von euch nicht das Glück hat, da in irgendeiner Art und Weise in einem dieser Hotels zu übernachten, kann aber trotzdem von einer anderen Promotion, das ist Thema Nummer 5, teilnehmen. Das ist die Promotion vom 15. September bis zum 15. September bis 1. Dezember 2025. Das ist Europa, Afrika, Nahe Osten, also EMEA. Mr. und Mrs. Smith Hotels gehören auch dazu. Voraussetzung Registrierung ist bis zum 4. November nötig. Normalerweise gibt es 5 Punkte pro US-Dollar Umsatz. Damit könnt ihr jetzt also 10 Punkte pro US-Dollar Umsatz bekommen. Maximal sind das bei 4.000 Dollar Umsatz 20.000 Bonuspunkte. Auch Premium Stays zählen für diese Aktion. Die Ausgaben vor Ort, Restaurants, Spa bringen dann doppelte Punkte. Heißt also, ihr könnt das auch mit der 500 Punkte Promotion kombinieren. Brand Explorer nach 5 Marken ist ja immer noch eine Freinacht. Hyatt Punktekauf mit 20% Rabatt kann man auch kombinieren, macht jetzt aber nicht so viel Sinn im Moment, haben wir ja besprochen. Heißt also eine sehr gute Gelegenheit, Hyatt Punkte Effizienz zu maximieren und besonders in Verbindung mit anderen laufenden Angeboten dort sogar zu stacken. Also hier quasi ein Travel Hack für euch. Ja, jetzt geht es zum Best Western und für die Leute, die Miles & More mögen, Lufthansa Miles & More ist natürlich auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz dominant. Die haben Zeitraum 1. September bis 31. Oktober, 4-fache Meilen beim 6. Thema für zentraleuropäische Aufenthalte. Zielgruppen sind natürlich Miles & More Mitglieder. Und wo gilt das? Es gilt in Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Ungarn, Kroatien, Tschechien, Slowenien. Voraussetzung ist halt einmalige Registrierung vom Aufenthalt, Wahl der Option Meilen sammeln statt Best Western Rewards Punkte. Also daran seht ihr, müsst also Meilen sammeln, keine Best Western Punkte. Ertrag pro Aufenthalt sind 500 Basismeilen plus 1500 Meilen, sind 2000 Meilen insgesamt, sind ja 4-fache Meilen, klar.
Heißt also, je kürzer der Aufenthalt, desto mehr Bang for the Buck. Attraktive Gelegenheit bei kurzen Geschäftswochenendreisen natürlich euer Miles & More Konto schnell zu füllen und da Gas zu geben. Die Aktion läuft regelmäßig, war beim Sommer irgendwie kurz abgebrochen, aber jetzt ist sie wieder aktiv. Das waren die schnellen News für euch und Travel Hacking Tipps, dass ihr dort Gas geben könnt. Und ihr findet natürlich unter dem Text in den Shownotes nochmal die Fragen des Tages. Ich gebe sie euch, aber denkt dran, den Kanal vorher zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, damit ihr keine Sendung verpasst. Kommt auf School. Und die Fragen des Tages sind: Findet ihr es gerechtfertigt, dass Emirates kleine Kinder von der First Class ausschließt, zumindest bei meinem Buchen, oder ist das familienunfreundlich? Und sollte Lufthansa wirklich in TAP investieren, oder ist das Risiko einfach zu groß, weil der Staat mit 50,1% da Gas geben kann? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ich freue mich, von euch wieder zu hören, von euch zu sehen, von euch zu lesen, von euch zu machen, von euch zu tun. Und bei Sorgen nichts Nöten könnt ihr euch natürlich wie immer bei mir melden. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Sendung. Also bis dann. Ciao, ciao.